Kryptobörse, oh Kryptobörse, wie werde ich am schnellsten reich? So viele sind schon Millionär geworden und ich will auch endlich. Gib mir eine Bitcoin, 2 Ethereum und was ist das? Squid Game, eine Kryptowährung zu der erfolgreichsten Netflix-Serie ever. Gib mir 100.000, gib mir 1.000.000. Die sind morgen Euro wert, jetzt kosten sie quasi nichts und ich bin über Nacht endlich Millionär. Und es ist weg. Wie, was soll das heißen? Weg? Auf Null gefallen? Es ist weg. Es ist alles weg. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends mit 2,6 Millionen geleakten Instagram- und TikTok-Nutzern. Einem wichtigen Sieg für Privatsphäre in der Schweiz, von dem auch wir profitieren können und werden. Und natürlich extra viel News im Kryptobereich und einem Impfzertifikat für Adolf Hitler. Viel Spaß! Doch wieder einmal starten wir nicht mit den Hacking-News. Ha, ich kriege euch immer wieder dran. Denn der erste Teil meiner Webseite ist endlich fertig und ihr könnt ihn schon nutzen. Es geht um Coding-Aufgaben, mit denen man sich selbst spielerisch herausfordern kann, denn einige der Aufgaben haben es echt in sich. Aktuell sind aber noch natürlich sehr wenige Challenges für euch verfügbar, ist ja gerade erst rausgekommen, da kommen aber in regelmäßigen Abständen eben neue für euch dazu. Von super einfach bis zum Schwierigkeitsgrad treibt Profis zur Verzweiflung. Und wenn es euch nicht genug Aufgaben sind, dann habt ihr die Möglichkeit, an der Plattform mitzuwirken. Ihr könnt dafür dann Coins bekommen und eben selbst Challenges einreichen. Alles dazu packe ich euch in die Beschreibung, beziehungsweise ihr findet es natürlich auch auf der Webseite. Diese Coins braucht ihr dann zum Freischalten. Manche Aufgaben, natürlich nicht alle, das meiste ist eigentlich soweit ohne Probleme erreichbar. Also schaut gerne einfach mal rein, auch wenn ihr einfach Bock habt, ein bisschen euch herauszufordern oder sogar vielleicht, wenn ihr Programmieren lernen wollt. Das Ganze findet ihr unter the-morpheus.cc. Ihr versteht, CC wie Coding Challenges, ja. Und übrigens, Mittwoch bin ich auch wieder live auf Twitch, nachdem wir ja letzte Woche Freitag auf YouTube live waren, also schaut da gerne auch vorbei. So, jetzt starten wir wieder mit den Hacking News. Und zwar mit ein paar schlechten Nachrichten für Instagram- und TikTok-Nutzer. Denn hier sind schon 2,6 Millionen von geleakt worden. Denn ja, eine Datenbank von IG Blade mit genau diesen Daten, die stand halt leider ungeschützt im Netz. Und ungeschützte Datenbanken ist nie eine gute Idee. IG Blade ist eine Analytics-Seite, um mehr Informationen zu Social-Media-Accounts zu bekommen. Das heißt zum Beispiel für mich, wenn ich meinen Instagram-Account oder TikTok-Account, übrigens folgt mir da gerne mal, wenn ihr da irgendwie Informationen zu bekommen wollt, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was sollte man mehr machen, was weniger, was interessiert die Leute. Und ja, die betreiben deswegen auch einen Haufen Data Scraping. Das heißt, sie sammeln Informationen von Websites, die das eigentlich öffentlich zur Verfügung stellen. Aber eigentlich widerspricht das Ganze auch so ein bisschen den AGB von Instagram und TikTok. Ups. Allerdings muss man auch dazu ein richtiges Konto auf IG Blade anlegen, um eben detaillierte Infos zu dem Account zu bekommen. Und da kamen dann doch eben einige E-Mail-Adressen und teilweise Telefonnummern und eben auch volle Namen dazu. Naja, das Ganze hört sich jetzt relativ harmlos an. Ich meine, das ist jetzt ein Leak wie jeder andere auch, aber leider ist das nicht ganz der Fall. Diese Informationen standen nämlich eigentlich öffentlich zur Verfügung. Das heißt, Hacker haben jetzt diese Daten im Endeffekt gesäubert in einer Datenbank. Und eine Datenbank bedeutet, man kann halt sehr leicht drauf zugreifen. Das heißt, es ist überhaupt kein Aufwand mehr, einen Bot zu bauen, der euch zum Beispiel anruft und behauptet, der wäre ein Instagram-Bot und ihr müsst euer Konto verifizieren mit eurem Passwort oder so. Das gab es tatsächlich schon, aber dazu nachher mehr. Aber ja, dadurch können leider auch sehr große Accounts gut übernommen werden und von dort kann sich so etwas dann halt sehr leicht ausbreiten. Kleines Beispiel dazu, zum Beispiel Ariana Grande und Kim Kardashian sind auch betroffen von dem Leak und wenn nun deren Accounts gehackt werden würden, was sie nicht sind, aber potenziell möglich wäre es, dann könnte man sicherlich einige 100.000 Fans dazu bringen, auf ihre Phishing-Nachricht zu reagieren. Und ja, ihr seht, dann könnte man auch noch mehr Instagram-Accounts bekommen und so weiter und so fort. Das breitet sich halt aus wie ein Virus. Ihr seht, steckt man da ein bisschen Arbeit rein, hat das ziemlich böse Folgen im schlimmsten Fall natürlich. Dazu kommt noch das Folgende: Datensammlung über App wird immer mehr zum Geschäft, auch für kleine Apps wie zum Beispiel einem QR-Code-Scanner oder Wetter-Apps. Vor allem Standortdaten scheint man teuer verkaufen zu können, denn diese sammeln einige Anbieter wirklich im Übermaß, wie etwa der Anbieter Hook. Hook sammelt oder hat zum Beispiel auch einen Speedtest fürs Internet erstellt oder eben einen Blitzer-Tracker, ja, mit mehr als 10 Millionen Downloads jeweils.
Die Standortdaten gehen dabei dann immer an die Hersteller, aber sie scheinen sich komplett bewusst zu sein, dass das nicht so ganz okay ist, denn in einem herkömmlichen Test lässt sich das fast nicht feststellen, weil sie die Daten erstmal gar nicht schicken, sondern nur in eine Datei schreiben und dann nur sporadisch hochladen, wenn man halt mal ganz kurz nichts anderes auf dem Handy macht, so quasi über Nacht. Dann wird alles auf einmal, was in der Datei drin war, eben hochgeladen. Ja, das bedeutet aber offensichtlich, man braucht die Daten auch eigentlich nicht für die App. Das heißt, sie würde auch wunderbar ohne diese Daten funktionieren. Der Zweck scheint also hier einzig und allein das Sammeln zu sein. Und naja, um damit Geld machen zu können, muss man dann die Daten wohl verkaufen. Aber hey, man kann ja Widerspruch einlegen, richtig? Nicht so ganz. Das bringt leider in den wenigsten Fällen etwas, vor allem bei eben diesem Anbieter, wie gesagt, Hook heißt der. Denn die Daten werden einfach trotzdem hochgeladen und gespeichert. Das widerspricht zwar der DSGVO, wird aber zumindest von Hook weiterhin so praktiziert. Die Quelle, in der ihr eine Liste mit allen Apps des Herstellers findet, ist im Quellendokument unten in der Beschreibung verlinkt. Aber zurück zu echten Hackern. Ihr habt vielleicht von TrickBot gehört. Das ist eine Malware gewesen, die ziemlich viele Rechner infiziert hat. Die Gruppe hat davor auch schon Dire entwickelt, welcher sich auf Online-Banking spezialisiert hatte. Scheinbar wurde die Malware über Browser-Add-ons damals verbreitet. Nun sind allerdings die Täter endlich ausfindig gemacht worden. Einer wurde bereits im Februar festgenommen und der andere ist aus Russland gerade nach Südkorea geflohen und wurde dort nun festgenommen. Es drohen ihm eine Auslieferung an die USA und dort in den USA 60 Jahre Haft. 60 Jahre Haft. Das ist definitiv kein kleines Ding mehr mittlerweile. Ihr seht also, mittlerweile setzen viele Angreifer selten auf echte Schwachstellen, die meisten setzen auf ein Brain, ja, dass man hacken kann, das Dinge gerne haben möchte und das gratis und ohne Werbung zum Beispiel. Genauso hat es auch Abstract Emu gemacht. Der Picasso-Vogel tarnt sich ebenfalls als App im Play Store, kann aber tatsächlich mehr und hat mich technisch etwas mehr beeindruckt als einfache Browser-Extensions. Der routet nämlich euer Handy, euer Android-Handy, das heißt, der erschleicht sich durch, sagen wir mal, einige gute Tricks, Administratorrechte, die ihr normalerweise selbst nicht mal auf eurem Gerät habt. Das Besondere ist jetzt daran, jetzt kann die App, sprich der Trojaner, alles machen, ohne dass irgendwer etwas dagegen unternehmen kann oder es überhaupt mitbekommt. Die App ist nun ähnlich mächtig wie eine vorinstallierte App auf eurem Samsung-Handy zum Beispiel, die ihr niemals loswerden könnt. Nur, dass sie hier mit der Intention erstellt wurde, möglichst viele Daten über euch zu sammeln und sie zu verkaufen. Also genauso wie die Samsung-Apps, die vorinstalliert sind. Aber die Hersteller von Abstract Emu sind natürlich kein Milliardenkonzern und sie haben euch kein Handy verkauft. Das ist der Unterschied. Aber Morpheus, wie kann man denn ein Handy einfach so rooten? Tja, hier wird es tatsächlich langsam Hacking-Handwerk. Es gab nämlich einige CVEs, also Schwachstellen in Android, die genau das erlauben. 3 an der Zahl. Eine sogar schon von 2017, die anderen beiden von 2020. Die werden einfach in Abstract Emu alle 3 ausprobiert und wenn ihr euer Handy nicht gepatcht habt, also nicht die neuesten Updates drauf habt, weil es zum Beispiel schon älter als 2 Jahre ist und ihr keine Patches mehr bekommt, dann bekommt ihr einen Trojaner. Wenn ihr euer Handy allerdings aktuell habt, sprich nichts klappt von dem ganzen Zeug, dann passiert einfach gar nichts. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, immer die neuesten Patches auch für eure Apps und das Smartphone zu installieren. Also bitte einmal kurz machen und vor allem nachschauen, ob ihr überhaupt noch Patches bekommt. Denn viele Hersteller, wie gesagt, nach 2 Jahren bieten die keine Updates mehr an. Was sehr schade ist, was euch eigentlich dazu zwingt, ein neues Smartphone zu kaufen. Und deswegen wollen wir eine Patchpflicht haben. Nicht ganz so spannend, dafür deutlich erfolgreicher, leider, ist diese Variante hier. Einige ganz clevere Scammer haben falsche Krypto-Wallets via Google Ads promotet. Ihr kennt vielleicht die Phantom App, die ja recht berühmt ist. Tja, da gibt es jetzt einen Klon von. Heißt Phantom, also mit N statt M. Ihr seht sogar, wie schwer das beim Sprechen irgendwie rauszuhören ist, was der Unterschied ist. Auch von dem essentiellen Web-Wallet MetaMask gibt es einen bösen Zwilling, der natürlich gleich aussieht, aber natürlich auch bösartig ist. Beide bieten euch Möglichkeiten zum Importieren eurer Krypto-Keys und die besitzen quasi alle Funds, die ihr überhaupt habt. Und ja, die senden halt diese Krypto-Keys natürlich offensichtlich an den Angreifer, damit die eure Ersparnisse stehlen können. Das heißt hier nochmal ganz besonders wichtig:
Achtung, die kriegt ihr nie wieder. Wenn die weg sind, dann sind die weg. Das ist der Sinn von Krypto. Das ist wie bei Bargeld im Endeffekt. Schaut daher bitte 12 Mal auf die URL und ob das wirklich die echten Entwickler sind. Und wenn ihr Zweifel habt, dann lasst lieber die Finger davon. Hier wurden nämlich insgesamt $500.000 mitgestohlen, sodass sich das definitiv gelohnt haben dürfte. Und naja, wenn sich was gelohnt hat, dann wird es wieder gemacht. Und auch in diesem Fall, Google Ads scheint hier nicht richtig zu prüfen, ob etwas okay ist oder vielleicht doch nicht. Auch deutsche Institutionen sind diese Woche wieder betroffen. Dieses Mal trifft es die Hochschule Nürnberg. So wie ich das mitbekommen habe, ist es allerdings dieses Mal recht mild verlaufen. Man hat am Wochenende wohl probiert, auf die Server und PCs Ransomware zu installieren, um die Hochschule zu erpressen. Die betroffenen Rechner wurden abgeschottet, sobald es aufgefallen ist, damit sie quasi die Malware nicht weiter verbreiten können, weil sie einfach keine Verbindung mehr zu anderen Rechnern hatten. Und jetzt müssen scheinbar lediglich die Passwörter neu vergeben werden. Sonst wurde scheinbar alles mit Backups gerettet. Ganz gut gelaufen also. Nicht ganz so unproblematisch ist allerdings eine neue Schwachstelle für den Linux-Kernel. Versionen 5.10 bis 5.15 im TIPC-Modul, welches eben für die Kommunikation zwischen Prozessen zuständig ist. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das ist sehr, sehr technisch. Es gibt dort eine Out-of-Bounds-Schwachstelle. Ihr könnt das Ganze unten nachlesen. In der Beschreibung sind die Quellen, wie gesagt. Und diese Schwachstelle könnte dazu genutzt werden, das komplette System zu übernehmen. Ihr solltet also euer Linux bitte einmal patchen. Wer hätte es gedacht? Wo wir gerade dabei sind, patcht bitte auch euer Windows, denn da sind mindestens so viele, eher mehr Schwachstellen rausgekommen. Es sind so viele mittlerweile, dass ich kaum mehr noch über diese ganzen Windows-Schwachstellen berichte. Nur noch über die schlimmsten, weil es einfach... Sonst wird es den Rahmen sprengen, okay? Ihr beschwert euch sowieso, dass es zu lange geht. Womit wir aber wieder bei der aktuellen Gefahrenlage für euch sind. Bots. Hört sich bescheuert an. Aber ja, ist auch ein bisschen bescheuert, aber Hacker und Angreifer versuchen auch, ihre Arbeit zu automatisieren, um möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit zu berauben. Yay! Und die neueste Masche ist folgende: Sie setzen Bots ein, die euch anrufen. Dort passiert dann Folgendes: Sie tun so, als wären sie von PayPal oder Amazon und dort von der Abteilung Betrugsprävention. Witzig, ne? Weil sie gerade euch versuchen zu betrügen. Und ihr müsst euch deswegen verifizieren. Und dazu wollen sie eure Multi-Authentifikations-Tokens haben, denn da ihr ja meine Zuschauer seid, habt ihr überall Zwei-Faktor-Authentifikationen aktiviert. Falls nicht, macht es mal schnell. Gebt ihr dem Bot dann aber euer Token, dann, ja, kann der sich natürlich einloggen und als euch einloggen und natürlich sich gerade erst recht das Geld überweisen. Also alles in allem mal wieder eigentlich sehr leicht zu durchschauen für jemand, der Ahnung hat, für alle anderen aber leider überhaupt nicht. Und genau auf die zielt der Bot ab. Muss man sich nicht mehr selbst drum bemühen, weil ich meine, man kann ja ganz einfach Millionen Menschen abtelefonieren und dann einfach ein paar hundert vielleicht auch tatsächlich dazu bringen, irgendwelche fortschrittlichen Großmütter, die vielleicht Amazon tatsächlich haben. Und die springen drauf an, haben dem Bot dann ein paar tausend Euro gegeben und plötzlich, welch Wunder, ja, ist der Bot halt über Nacht 10.000 Euro reicher geworden, sprich derjenige, der den Bot erstellt hat. Daher bitte klärt eure Verwandten auf, dass da wirklich was kommen kann und warnt sie. Die meisten Leute sind mittlerweile in einem Leak drin. Die meisten Telefonnummern sind mittlerweile öffentlich. Mehr als 50%. Leider guckt auch nicht jeder meine Videos, der irgendwie seine Telefonnummer mal öffentlich hatte. Deswegen, ne, gebt's weiter. Wäre cool. Gut. So allmählich nähern wir uns auch schon den Hacks der Woche, aber ein paar davor habe ich noch. Und zwar die heilige deutsche Kuh, ja, die Autoindustrie hat einen Ransomware-Angriff abbekommen. Also nicht genau die Autoindustrie, genauer gesagt eigentlich Eberspecher. Die sind ein wichtiger Zulieferer. Die liefern zum Beispiel Komponenten für Abgas, Heizung und Klimatechnik und können nun aktuell nicht weiterliefern, weil ihre Systeme verschlüsselt wurden. Selbst unter besten Umständen wird es laut dem Hersteller wochenlange Produktionsstörungen geben, die natürlich die ohnehin angeschlagene Industrie trifft, weil Chips sind ja auch gerade Mangelware. Es soll wohl so schlimm sogar sein, dass die Behörde BSI helfen wollte. Das ist die Behörde, die sich mit Cybersecurity auseinandersetzt. Das ist bislang fast noch nie passiert. Der beinahe Hack der Woche nennt sich allerdings Trojan Source und macht genau das, was man aus dem Namen denken könnte. Er macht Quellcode zum Trojaner, ohne dass ein Mensch das wirklich erkennen kann. Gemacht wird das Ganze mit Unicode und könnte extreme Auswirkungen haben. Prinzipiell könnte ein Stück Quellcode, was man einbaut, legitim aussehen lassen, aber
Ja, in Wahrheit ist es dann halt ein Exploit, beziehungsweise es kann zu einem Exploit führen, indem man eben Unicode verwendet. Das sind so spezielle Zeichen. Eure Emojis sind Unicode. Chinesische Schriftzeichen sind Unicode. Aber A, B, C, D oder 01234, das ist kein Unicode. Also etwas speziellere Zeichen. Ja, und das soll dann in, ich zitiere, quasi allen Programmiersprachen, Zitat Ende, funktionieren. Das könnte dann zum Beispiel für Linux oder WebKit bedeuten, dass sie ziemlich schnell angegriffen werden könnten, denn dort kann eigentlich mehr oder weniger eine Person anonymen Code hochladen und wenn das halt guter Code ist, dann wird der halt eingebaut. Und so könnten Hacker natürlich sich eine Lücke in das System einbauen. Wäre ziemlich übel. Da das allerdings nicht unbedingt ein neues Verfahren ist, gab es auch ein wenig Kritik aus der Forschung. Aber tatsächlich ist die Forderung gar nicht so doof. Man sollte vielleicht eine Erkennung einbauen, ob manche Buchstaben Unicode-Buchstaben sind. Man kann quasi alles als Unicode irgendwie maskieren. Häufig sind das auch irgendwelche russischen Zeichen, die so aussehen, als wären sie aus unserem Alphabet, aber eigentlich sind sie es nicht. Und damit kann dann irgendwas gemacht werden. Oder manche Zeichen sind einfach auch gar nicht erkennbar. Ja, denn konkret könnte man einfach sagen, GitHub, ähnliche Hersteller, einfach solche Leute oder solche Plattformen, die Code bei sich hosten, die könnten ganz einfach sagen, man kann jetzt Unicode erkennen und einfach so sperren zum Beispiel dann auch. Das wäre kein großer Aufwand, wäre leicht umzusetzen, aber an sich würde es den Angriff komplett eliminieren. Der Hack der Woche ist allerdings wieder etwas politisch. Wie ihr wisst, bekommt man ja, wenn man geimpft ist, ein Zertifikat, welches man dann wiederum in die App einscannen kann. Und damit kann ich mich dann ausweisen, dass ich geimpft bin. Damit man aber die nicht einfach erstellen kann, ja, damit das nicht jeder kann, wird asymmetrische Kryptographie eingesetzt. Also zum Beispiel das Impfzentrum oder der Arzt unterschreiben, aber natürlich nicht mit der Handschrift, weil man die einfach copy-pasten kann von irgendwas, sondern mit ihrer digitalen Unterschrift. Damit alle wissen, dass die gültig ist, sind deren öffentliche Schlüssel auch unterschrieben von zum Beispiel der CNAM in Frankreich. Unterschrieben wird also mit dem privaten Schlüssel, den darf man auf gar keinen Fall in irgendwelche fremden Hände gelangen lassen. Und überprüft ihr das Ganze, ob die Unterschrift echt ist, mit der CovPass-App. Ja? Und die beinhaltet quasi die öffentlichen Schlüssel. Das ist soweit kryptografisch völlig normal und soweit auch völlig sicher. Ja. Jetzt ist allerdings ein Impfzertifikat von Adolf Hitler aufgetaucht, der ja seit ein paar Jährchen tot ist. Wie das passieren kann, das klären wir jetzt, weil der Prozess an sich, der ist ja eigentlich sicher. Naja, es scheint also, als hätte jemand einen gültigen privaten Schlüssel erhalten und damit kann halt auch jeder Impfzertifikate ausstellen, die auch gültig sind. Auch auf beliebige Namen, scheinbar. Eine etwas zu hitzige Diskussion auf GitHub behauptet also, dass das vermutlich von einigen ungesicherten Instanzen von Ausstellern kam. Das heißt zum Beispiel, ein oder mehrere Impfzentren waren eventuell angreifbar und ihre Schlüssel wurden einfach geklaut. Für solche Zwecke gibt es aber in der Kryptographie durchaus auch Lösungen. Schlüssel ungültig machen. Dazu muss man allerdings mitbekommen, dass ein Schlüssel geklaut worden ist. Und das zweite ist, man muss sie ungültig machen. Doof ist nur, wenn eben nicht überprüft wird, ob der Schlüssel noch gültig oder ungültig ist. Und das wurde in der CovPass-App leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Jetzt scheint wohl wieder alles soweit in Ordnung zu sein. Das heißt, die Schlüssel, die sollen jetzt alle ungültig sein. Aber die Impfzertifikate, die eben in diesem Zeitraum erstellt wurden, die kann man halt leider nicht unbedingt wieder ungültig machen, weil da sind halt auch sehr viele realistische und echte Zertifikate dabei. Das heißt, hier zu unterscheiden, welche Zertifikate sind falsch und welche sind echt, in dem Zeitraum, bis man das erkannt hat, das ist halt fast nicht möglich. Es gibt hier im Nachhinein auch kaum noch eine Möglichkeit, das rauszubekommen, ohne vielleicht mehreren tausend Menschen ihren Impfnachweis wieder strittig zu machen. Das ist ein bisschen doof gelaufen und wirft auch ein bisschen schlechtes Licht auf die EU, weil auf diese Impfzertifikate verlässt man sich ja auch außerhalb von der EU. Und damit kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche. Wir lassen die Hacks hinter uns und es geht um Facebook, also die Firma. Die heißt jetzt nicht mehr Facebook, sondern Meta. Wow, wie besonders, wie anders. Naja, der Hintergrund ist, glaube ich, eher das, was die Leute spannend finden, denn Facebook hat ja schon vor einer ganzen Weile Oculus Rift gekauft. Das ist ein VR-Brillenhersteller und ja, die wollen sich jetzt halt ein VR-Universum bauen. Das soll sich übrigens Metaverse nennen, daher der Name Meta und Universum, Verse, ja,
Ich glaube, es ist klar. Ich schätze mal, dass das Ganze eben so erweiterbar wird, wie zum Beispiel der App Store und dass das so ein bisschen das neue Ding werden soll. Also erweiterbar mit Apps, eine Art soziales Netzwerk, wo man sich austauschen kann, wo man natürlich direkt sich auch sehen kann in 3D mit einem Avatar, whatever. Und dann kann natürlich auch gespickt werden mit Werbung. Ja, überall packen wir Werbung rein. Ob das interessant wird, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Aktuell vermuten ja schon viele hier eine extreme Dystopie mit brutaler Überwachung und niemand sieht doch Freunde im echten Leben. Aber ernsthaft mal, Überwachung ist, wenn man mal genau hinsieht, jetzt schon überall. Mikrotransaktionen und Werbung gibt's doch auch schon überall und jederzeit. Und das jetzt in VR zu holen, naja, mal sehen. Wollt ihr, dass ich mich mit den Problematiken etwas mehr vielleicht beschäftige und die vielleicht herausarbeite oder lässt euch das Thema eher kalt zum Metaverse? Schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren, denn wenn das wirklich viele interessiert, dann kann ich mir das durchaus mal in einem Video angucken. Passend zum Thema ganz kurz hat Facebook allerdings angekündigt, ihre Gesichtserkennung in der Entwicklung komplett zu beenden und über 1 Milliarde Fingerabdrücke einfach zu löschen. Sie haben scheinbar Bedenken, aber hier würde mich natürlich interessieren, was das für Bedenken sind. Eventuell haben sie einfach ein neues, noch viel besseres Projekt, mit dem sie alle noch besser tracken können. Oder aber sie verstehen allmählich, dass Privatsphäre wichtig ist. Der war gut, oder? Facebook und Privatsphäre. Kommen wir damit zum Win der Woche, der an die USA geht für gutes Denken in Bezug auf staatliches Hacking. Puh, Leute, dieses Mal ist echt eine Komödie, ne? Okay, also, das US-Handelsministerium, Was? Okay, also, das US-Handelsministerium hat die NSO Group auf eine Entity-List gesetzt. Firmen auf dieser Liste werden stark sanktioniert und der Grund dahinter ist natürlich der Staatstrojaner Pegasus. Ihr erinnert euch, der Staatstrojaner, der gegen Journalisten und Aktivisten eingesetzt wurde und von repressiven Regimes und auch von Deutschland gekauft wurde. Video dazu, wie gesagt, in der Endkarte verlinkt. Die USA sehen dadurch die nationale Sicherheit gefährdet. Auch Positive Technologies okay, ich kann nicht mehr. Also auch Positive Technologies und Computer Security Initiative Consultancy, Gott, wer denkt sich diesen Namen aus Singapur, sind auf der Liste gelandet, weil sie scheinbar auch Staatstrojaner verkaufen. Also nochmal ganz kurz. Die USA sanktioniert Firmen, die Staatstrojaner verkaufen und Deutschland kauft von diesen Firmen, die sanktioniert wurden, weiterhin den Staatstrojaner. Liebe CDU, sind wir ein bisschen nah an gewisse Regimes rangerutscht, oder? Und nur um kurz nochmal die USA auch wirklich einordnen zu können, kommen wir zum zweiten Win der Woche, der an Signal geht. Die US-Polizei hat nämlich vor einem Jahr Daten über eine Person angefragt, die scheinbar Signal nutzt. Sie wollten Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Rechnungsdaten, Anrufmitschnitte, Nachrichten, Uhrzeiten und IP-Adresse haben. Und spätestens da hat Signal dann einen Lachkrampf bekommen, weil sie einfach nichts davon speichern. Das Einzige, was sie weitergeben konnten und auch weitergeben mussten, war das Datum, an dem der Account erstellt wurde und der Zeitstempel, wann man das letzte Mal verbunden war. Daraufhin hat die Polizei Signal den Mund verboten für ein volles Jahr und jetzt konnten sie das Ganze auch mit der Öffentlichkeit teilen. Danke für diese wundervolle Erheiterung. Aber ihr wisst, wie das ist. Nach einem Win kommt ein Fail der Woche. Der geht diese Woche an die Polizei Hamburg. Die versuchen nämlich modern zu werden und scannen Fingerabdrücke jetzt mit der Handykamera. Dank einer speziellen App funktioniert das auch soweit ganz gut. Der Fail ist hier allerdings erstmal, dass wohl aktuell schon über 5 Millionen Fingerabdrücke beim BKA liegen und das wirklich sensible Daten sind. Viele Menschen entsperren ihr Handy mit dem Fingerabdruck oder eben auch manche Apps, wie zum Beispiel PayPal oder irgendwelche Wallet-Apps oder, ja, da wo halt Geld drauf liegt. Könnte ein Hacker also diese Fingerabdrücke knacken, dann könnte man sich im Zweifel auch Zugriff auf gestohlene Handys verschaffen. Der Fail für die Hamburger Polizei speziell geht genau in diese Richtung, denn die Diensthandys mit dieser Fingerabdruck-App, die dürfen auch allesamt privat genutzt werden. Es könnte also gut sein, dass sich der ein oder andere einfach mal Malware auf sein Handy installiert. Ihr wisst ja, wie oft das passiert. Und ja, dann haben wir halt einen Polizisten, der auch von unterwegs übrigens auf die komplette Datenbank zugreifen kann. Und der Hacker kann das halt dann auch. Huch!
Wie kommt das denn? Dazu kommt außerdem, dass Hinweise ohne Verurteilung in die Datenbank eingetragen werden können, sowas wie Bewaffnung, Ansteckungsgefahr oder Gewalttätigkeit soll da scheinbar drinstehen. Und dazu schreibt die Deutsche AIDS-Hilfe, dass diese Bezeichnungen stigmatisierend und wenig hilfreich sind, da im Rahmen von Polizeieinsätzen wohl seltene Ansteckungsgefahr besteht. Wo wir gerade bei den Fails sind, lasst uns noch ganz kurz einige Meme-Coins angucken. Das ist ein Phänomen, über das ich zumindest mal kurz aufklären möchte. Es gibt nicht nur Bitcoin als Kryptowährung, dazu aber ein anderes Mal mehr, sondern es gibt extrem viele Kryptowährungen. Die meisten können irgendwas Besonderes, also Ethereum hat Smart Contracts, Cardano hat zum Beispiel sehr schnelle Überweisungen und auch Smart Contracts und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Trollwährungen oder Meme-Coins wie der Shiba Inu Coin oder Dogecoin. Die können nicht wirklich was Besonderes und wollen witzig sein. Ja? Die Macher, die Entwickler von diesen Coins wissen das auch und die sagen das auch offen. Leider stecken aufgrund von Leuten wie Elon Musk viele ihr Geld da rein und teilweise wirklich sehr viel Geld da rein und wundern sich dann am Ende, wenn es halt weg ist. Weil die Coin halt technisch einfach nichts drauf hat. Einen Schritt weiter gehen dann allerdings sogenannte Scam-Coins wie Anubis DAO, wobei da ist es umstritten, und eine Squid Game Coin. Diese setzen einfach dann auf Gier oder auf Hype, zum Beispiel von einer Serie in diesem Fall, und dass Menschen ihr Geld da rein investieren, weil sie einfach reich werden wollen, mal so eben. Teils gehen die Coins einfach kaputt, werden gehackt oder verschwinden einfach. Aber speziell bei Squidcoin war das ein ziemlich krasses Scam-Modell. Also Leute, die die Coin kaufen, geben den Entwicklern einfach Geld und ja, die hauen halt einfach ab. Ja, und da ist dann halt eine Coin nach 10 Minuten statt. Übrigens, die hat wirklich 2.856 € gekostet. Eine einzige Squid Coin. Plötzlich war sie nur noch 0,08 Cent wert. Ihr könnt euch vorstellen, dass das halt ein Riesenverlust für viele ist. Deswegen bitte bei Kryptoprojekten immer genau hinsehen und wirklich nicht viel reinstecken, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dass das Projekt wirklich cool ist. Ihr solltet bei all diesen Dingen immer sehr vorsichtig sein. Dass eine Coin existiert, heißt selten, dass sie wirklich gut ist oder dass sie wirklich was Besonderes kann. Denn ja, warum sollten wir sonst so viele Coins haben? Ne? Ich meine, da gibt es halt auch viele, die auf den Zug aufspringen. So, und damit landen wir ganz kurz bei den Politik-News, die allerdings nur einen kurzen Fail bieten, der euch auch ein wenig aufmuntern kann. Deutschland ist nicht das einzige Land, das so hart verkackt, was Digitalisierung angeht. Dänemark kann das auch, holt mal Bier und so. Denn ja, die haben einen digitalen Ausweis angelegt und mit dem kann man sich eben bei Online-Banking oder irgendwo anmelden. Man braucht jetzt einen einzelnen Benutzernamen und tada, kein Passwort. Gibt man den Nutzernamen ein, öffnet sich bei der betroffenen Person einfach die App und man muss bestätigen. Soweit so doof. Die Benutzernamen lassen sich nämlich in vielen Fällen sehr leicht erraten. Ich sag nur Hans-Peter Botenstrich Müller oder sowas, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann also irgendwann vielleicht aus Versehen oder einfach nur aus Unwissenheit auf Akzeptieren klicke, sind leider sehr hoch. Manchmal klickt man ja auch einfach draußen und erwischt aus Versehen eine Push-Benachrichtigung, die halt gerade rauskommt. Und wenn ich da das mit Millionen, vielleicht sogar mehr Menschen machen kann, dann ja, haben wir ein Problem, weil vielleicht klicken auch nur 100 oder 1000 Leute drauf und dann habe ich einfach deren Identität wunderbar gestohlen. Ich kann mich bei Online-Banking für sie anmelden, ich kann Geld überweisen, ich kann mich bei Amazon anmelden. Es ist quasi nur das Ganze noch in unsicherer. Und ja, deswegen gilt die App jetzt schon als absoluter Security-Fail. Ein Land, das Digitalisierung allerdings verstanden hat, ist China. Und damit sind wir bei den Hardware-News ausnahmsweise mal. China in den Hardware-News. Wow. China hat nämlich sogar zwei Systeme im Exa-Bereich bekommen. Was ist das? Naja, man misst die Leistung eines Computers an den Berechnungen pro Sekunde, den Floating Point Operations per Second. Kurz FLOPS. Vielleicht schon mal gehört. Meine Grafikkarte kommt zum Beispiel auf 36 Teraflops, also 36 Billiarden Operationen pro Sekunde, was ziemlich viel ist, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt 36.000 Teraflops, bin ich bei 36 Petaflops.
Und habe ich 36.000 Petaflops, bin ich bei 36 Exaflops und damit im Exa-Bereich. Und ungefähr in dem Dreh rum ist China scheinbar mit 2 Systemen angekommen. Also eine Leistung ungefähr so wie 100.000 meiner Grafikkarten. Und dadurch kann man natürlich enorm viel auf einmal berechnen. Also zum Beispiel KIs trainieren, Data Science auf riesigen Datenmengen machen und sagen wir so, wir wissen ja, dass die das tun. Damit allerdings nicht genug. China forscht selbstverständlich auch extrem effektiv an Quantencomputern und laut eigener Aussage haben sie die 66 Qubits erreicht. Das hört sich zwar deutlich leistungsfähiger an als das, was Google mit 54 Qubits gemacht hat, aber scheinbar wurden die Qubits beim chinesischen Bericht nicht abgezogen, die man für die Fehlerkorrektur braucht, beim Google-Bericht allerdings schon. Alles in allem scheint das wohl aktuell so der Rahmen zu sein und das aktuelle Rennen auch ein bisschen zu sein. Ich meine, wir hatten Weltraum, wir hatten Atombomben, jetzt haben wir ein Quantencomputerrennen. Wer kann schneller einbauen? Zum Vergleich, um wirklich etwas Sinnvolles damit machen zu können, braucht man schon deutlich mehr als 100 Qubits. Spannend wird es aber trotzdem und das in enorm vielen Gebieten. Forschung, Krebsheilung, KI, Data Science, aber auch Kryptographie. Wie gesagt, wenn man genug Qubits hat, um einen Schlüssel komplett darzustellen, dann kann ich den faktorisieren und damit effektiv RSA-Verschlüsselung zum Beispiel brechen. Noch sind wir aber leider ein ziemlich großes Stück davon entfernt und es gibt natürlich auch Alternativen. Also wir müssen jetzt keine Angst haben, dass plötzlich jegliche Verschlüsselung unmöglich ist. Es gibt Möglichkeiten, diese Daten dann anders zu verschlüsseln. Trotzdem habe ich auch einen Bericht gefunden, der angibt, dass scheinbar Hacker die Daten einfach jetzt sammeln und warten, bis wir genug Qubits haben, um die Daten dann zu entschlüsseln. Also etwas kommt da auf jeden Fall auf uns zu. Aber ich habe aktuell eben auch noch sehr viele Zweifel, ob wirklich am Ende nur Gutes oder vor allem Gutes bei rauskommt. Leider. Wo wir gerade beim Thema sind, kommen wir doch zu den Privacy News. Denn etwas sehr Beunruhigendes wurde auf DDoS Secrets veröffentlicht. Darin befinden sich 1,8 Terabyte Video, das insgesamt 600 Stunden lang geht. Es handelt sich dabei um Videomaterial von Polizeihubschraubern. Ja, die machen Videos. Aber das Beeindruckende ist nicht, dass sie Videos machen, sondern die Kameras, mit denen das gemacht wurde. Scheinbar reicht das Video aus, um Personen in ihren Gärten zu identifizieren und das von so weit weg, dass man nicht mal dran denken würde, dass man gefilmt wird. Noch erschreckender, scheinbar nutzte die Polizei auch Wärmebildkameras, mit denen man Personen in Wohnungen und Häusern erkennen kann. Natürlich auch die Pose der Menschen, also das heißt, die Polizei sieht mit ihren Kameras zwangsläufig und auf Video wird das auch zwangsläufig festgehalten, wenn Menschen Sex haben oder wenn das Kind gerade auf der Schüssel eine Wurst ablässt. Die Aktivisten von DDoS Secrets sind sich da eigentlich einig, dass das gegen Menschenrechte verstößt. Es handelt sich hierbei um Videos über Dallas in Texas, aber grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass natürlich solche Kameras auch in weit mehr Ländern eingesetzt werden. Beweise gibt's da aber nicht. Nicht wirklich besser wird es, wenn wir uns den nächsten Bericht ansehen. Scheinbar nutzen nämlich 11 Länder, namentlich Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Slowenien und die Niederlande Gesichtserkennung bei der Polizei. Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden sollen wohl bald folgen. Es geht dabei um die nachträgliche Identifizierung bei Ermittlungen. Das heißt, Videos werden nicht direkt ausgewertet, sondern erst später. Denn die direkte Auswertung, die wurde ja, soweit ich mich erinnere, verboten. Tja, also speichern wir erstmal die Videos und werten sie 5 Minuten später aus. Nice! Besonders beunruhigend sind die Projekte, die das Ganze besonders sneaky machen. In Rotterdam zum Beispiel wurde ein Projekt mit intelligenten Straßenlaternen geplant und in Deutschland wurden in Berlin, Hamburg und Mannheim Erkennungssysteme für verdächtiges Verhalten getestet. Ja, getestet, natürlich nur. Diese Projekte, so der Bericht, starten in einer Grauzone und sollen Überwachung normalisieren. Werden sie verboten bzw. einfach beendet, dann werden die Kameras meist nur abgeschalten, aber nicht wieder abgebaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich weiß, dass verdächtiges Verhalten aufgezeichnet wird, versuche ich mich zwanghaft normal zu verhalten und das sieht dann mindestens doppelt so verdächtig aus wie sonst. Forscher sehen darin ein großes Gefahrenpotenzial, wodurch Diskriminierung durch KI ein großes Problem werden könnte, etwa Bartträger sind kriminell, also instant verdächtiges Verhalten und Polizeikontrolle. Nice! Bahn verpasst, zu spät beim Termin, arbeitslos, tatsächlich kriminell, so ungefähr. Ihr wisst, was ich meine.
Die Schweiz hingegen war ja immer so eine Art Zuflucht vor Überwachung. Aber dem ist leider nicht unbedingt so, denn in der Schweiz müssen auch Fernmeldeanbieter, also Internetanbieter, zum Beispiel mit Behörden kooperieren und ihnen alle Daten mitschneiden, wenn die das wollen. Das hätte jetzt auch fast Protonmail getroffen, ein mehr oder weniger anonymer E-Mail-Anbieter. Wie gesagt, separates Video dazu folgt. Dazu einmal kurz vielleicht die Glocke aktivieren und natürlich den Abo-Button betätigen. Denn die wurden einfach so von der Schweiz als Fernmeldeanbieter klassifiziert. Das hätte bedeutet, dass sie jeglichen E-Mail-Verkehr den Behörden jederzeit zur Verfügung stellen müssen. Sie haben sich aber vor Gericht gegen diese Einstufung gewehrt und zum Glück auch Recht bekommen. Das heißt, E-Mails sind weiterhin verschlüsselt, aber falls die Behörde Mails lesen möchte, müssen sie trotzdem anfangen, diese für diese eine Person zu entschlüsseln. Also nicht wirklich sicher, aber zumindest besser als alles auf Verdacht zu speichern. Gleiches galt übrigens auch für den Messenger Threema, die sich aber auch erfolgreich vor Gericht gegen sowas gewehrt haben und auch Recht bekommen haben. Und abschließend kommen wir heute zu den Krypto-News, denn Mastercard hat angekündigt, dass sie scheinbar auch bald Kryptowährungen unterstützen wollen. Das heißt, senden und empfangen. Und wie genau das aussieht alles, ist natürlich noch ein bisschen unklar, aber das wäre ein riesiger, wichtiger Schritt, wenn wir Kryptowährungen irgendwie in den Mainstream bekommen wollen. Ich kann über Kreditkarte im Supermarkt mit Kryptos bezahlen, dann ist es ein richtiges Zahlungsmittel und keine Anlage mehr. Und das wäre super nice. Das bereitet übrigens aber auch trotzdem unseren Steuerbehörden immer mehr Kopfzerbrechen, denn Zinsen durch Einkünfte kann man nicht wirklich tracken mit Kryptowährungen. Nur eben den Kauf und den Verkauf. Und das macht die Sache jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich bin mega gespannt, wie es da weitergeht in Zukunft. Alles in allem also wieder spannende Wochen. Wie ist es bei euch? Findet ihr es gut, dass unser Finanzmarkt und unser Steuerwesen gerade durch dezentrale Währung so komplett aufgerüttelt wird? Oder habt ihr eher Angst vor dem ganzen Thema? Schreibt mir das mal ganz gerne in die Kommentare, ebenso wie alle Fragen, die ihr zu diesem Video bzw. zu den ganzen Berichten hattet. Und schaut auf jeden Fall in die Quellen rein. Wie gesagt, da sind ein paar wichtige dabei. Bis zum nächsten Mal.